Festungspartnerschaft ist wichtig und richtig und wirklich einfach geil hier. Fette Ressourcen. Batz! Und nochmal rein hier in den Black Lotus. Boot. Klasse. Ja, so wird der Schuh draus. Ne, hier, guck mal. Da nehme ich doch lieber den Black Lotus hier. Let's go. Bam! Alrighty sind Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget und einem Leitfaden, den ihr folgen solltet, wenn ihr eine Festungspartnerschaft erfolgreich aufbauen wollt. Zu diesem Zweck sind wir jetzt auf EU 6. Das ist gerade Tag 2. Ich habe hier meine Festung aufgebaut und vorher ist Folgendes wichtig. Ihr solltet bestenfalls vor dem Serverstart einen Festungspartner gefunden haben. Einen Festungspartner könnt ihr zum Beispiel über das offizielle Shakes and Fidget Discord erfragen in den allgemeinen Chats, aber auch wenn ihr innerhalb einer Gilde seid oder eine Gilde gefunden habt, könnt ihr auch innerhalb der Gilde nach Festungspartnern suchen, denn man kann auch Festungspartnerschaften aufbauen mit Spielern der gleichen Gilde, obwohl man Spieler der gleichen Gilde gar nicht in der Festungsarena finden kann. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch gleich noch. Den Festungspartner in der Theorie zu finden, dazu bedarf es natürlich auch an Absprachen, was man denn vorhat in der Festung. Wie weit möchte man zu welchem Zeitpunkt die Festung ausgebaut haben. Eine Festungspartnerschaft ist ja im Prinzip da, um sehr viele Ressourcen zu farmen, relativ schnell viele Ressourcen zu bekommen. Und die Ressourcen muss man ja einsetzen, um die Festung auszubauen. Allerdings muss man auch dann mit Pilzen rechnen für das Skippen, wenn man die Upgrades durchskippen will, damit man seine Ressourcen auch effektiv gleich wieder verbrauchen kann. Und ihr solltet euch also mit eurem Festungspartner absprechen. Zum Beispiel könnte man sagen, ich möchte auf jeden Fall Festung und Hall of Night auf 12 so schnell wie möglich haben. Dann sollte man auch wissen, dass das Skippen bis dahin ein paar tausende Pilze kostet. Und euer Partner sollte gegebenenfalls natürlich die gleichen Ziele haben, damit es auch am effizientesten für beide ist an dieser Stelle. An dieser Stelle mal eine Übersicht, wenn man alle Gebäude, die wichtig sind, Festungen, die Sammler, Baracken und Arbeiterquartier auf 7 hat. Wie viele Pilze müsste man investieren, um Folgendes zu schaffen? Festungen und Arbeiterquartier auf 12 skippen, würde 4134 Pilze kosten. Die Sammler auf 12 zu skippen, würde 3672 Pilze kosten. Und wenn man dann noch zusammenrechnet und die Baracken und die Gemmine nimmt, hat man eben einen Gesamtwert von 8858 Pilzen, die man für diese Sache investieren muss. Das sind also über 200 Euro definitiv, die ihr da einplanen solltet, alleine nur für die Skip-Kosten. Das Ganze wird nochmal weitergemacht, wenn man das auf 15, also wenn man von 12 auf 15 geht, ja, sind wir bei 11.000 Pilzen für Festung und Arbeiterquartier und 10.308 Pilzen für die Sammler, also insgesamt 23.254 und die Baracken und die Gemmine auch nochmal mit hinzuskippt. Also das ist extrem, ja, zum Abschluss auch nochmal dann die ganz krasse Rechnung für die Hardcore-Leute, ne? Also das ist wichtig, wenn ihr Festungspartnerschaft spielt, dass ihr diese Kosten für die Festung mit einberechnet, für beide Spieler, die müssen das, ne, müssen beide einberechnen und ihr dürft natürlich nicht vergessen, wenn ihr nebenbei Dungeons machen wollt, wenn ihr nebenbei Arena Manager machen wollt, wenn ihr nebenbei die Patch spielen wollt, wenn ihr nebenbei die Unterwelt auch machen wollt, dann sind es noch zusätzliche Pilze, die ihr reinkalkulieren müsst. Also das Ganze ist nicht günstig und solltet ihr nur machen, wenn ihr auch in der Lage seid, das finanziell zu stemmen und euren Char diszipliniert dahingehend zu spielen. Wenn man dann den Server angefangen hat zu spielen, sollte man so schnell wie möglich Level 25 erreichen. Das kann an Tag 1 passieren. Wenn es schwierig wird, kann es auch noch in der Nacht zu Tag 2 passieren. Je eher die Festung aber da ist, desto eher könnt ihr anfangen, Ressourcen zu sammeln. Das liegt an dem Vollschutz, der ungefähr 2 Tage läuft, ab dem ihr die Festung startet. Ne? Das ist so eine Schutzfunktion, die kann man nicht umgehen, damit Spieler, auch die jetzt Free-to-Play spielen, halt nicht gleich geradet werden können, die Ressourcen gefarmt werden können. Die ersten 2 Tage hat jeder, der die Festung das erste Mal aufbaut, diesen Vollschutz. Und je eher ihr deshalb die Festung startet, desto eher läuft der eben auch wieder aus. Auch hier macht es Sinn, dass ihr euch mit eurem Festungspartner absprecht, dass ihr relativ zeitgleich die Festung startet und auf ein ähnliches Niveau ausbaut.
Ab dem Moment, wo ihr plant, eure Festung auszubauen, solltet ihr ausreichend Gold zur Verfügung haben. Denn einerseits kosten die Festungsausbaustufen Gold, da gibt es Listen, da könnt ihr euch die Kosten angucken. Andererseits braucht ihr auch zum Finden eures Festungspartners eine Menge Gold. Achtet da definitiv drauf, nicht, dass ihr plötzlich ein Erwachen habt, oh shit, ich habe zu wenig Gold, um da jetzt weiterzukommen. Das kann ein ziemlicher Genickbruch sein, vor allen Dingen, wenn man seine Alu schon gespielt hat. Ja, mit Hilfe des Festungspaketes, nachdem ihr die Festung gebaut habt, könnt ihr die Festung dann eben auf ein gewisses Level aufbauen. Man kriegt genügend Ressourcen, um die Festung zum Beispiel auf 7 zu stellen. Man sollte das Arbeiterquartier auf das gleiche Niveau wie die Festung legen und man sollte auch vor allen Dingen die Farmgebäude auf das gleiche Niveau wie die Festung zum Start legen. Das ist bei mir auf EO6 jetzt nicht der Fall, weil ich keine Festungspartnerschaft spiele. Aber ihr solltet es definitiv machen, denn die Summe an Ressourcen, die ihr bekommt, richtet sich immer nach den Leveln der Sammler. Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel schaut, ich habe jetzt Sammler Level 5, das heißt, jemand, der mich angreift, der auch Festung 7 hat, würde ungefähr 1150 Holz pro Angriff bekommen. Das ist schon gar nicht so schlecht, aber ich könnte ja noch 2 Stufen höher gehen, dann wären wir hier bei 4000 oder sowas. Und das gleiche ist auch bei den Steinen, hier wären es halt 380, das ist jetzt nicht so viel, da sollte man auf jeden Fall eben auch deshalb entsprechend ausbauen. Das sollten beide Festungspartner machen. Und warum ihr das auch gleichzeitig machen solltet, liegt an der Festungsehrenhalle. Denn wenn ihr relativ gleichzeitig die Festung ausbaut und relativ auf gleichem Niveau ausbaut, dann bekommt ihr ja Ehrenpunkte. Eine Festung gibt 20 Punkte, die anderen Gebäude geben, für jeden Ausbau bekommt ihr Ehrenhalle Punkte, normale Gebäude gibt 10 Punkte, die Festung gibt, soweit ich weiß, 20 Punkte und dementsprechend habt ihr dann hier eine Ehrenhalle-Punktzahl und nach dieser Ehrenhallen-Punktzahl richtet sich eure Ehrenhallen-Rangplatzierung und wenn ihr beide, also du und dein Festungspartner, das sehr gleich erledigen, werdet ihr auch ungefähr eine gleiche Ehrenhallen-Punkte bekommen in der Festung und dementsprechend auch vom Rang sehr nah sein, damit man sich in der Festung finden kann. Ihr solltet in einer Range sein von plus minus 50. Sollte passen, aber je näher ihr dran seid, desto besser ist es einfach. Ihr könnt jetzt auch schon anfangen, Soldaten auszubauen und Angriffe zu starten. Für jeden Angriff bekommt ihr also auch einen Ehrenhallenpunkt. Das kann man machen, um vielleicht schnell nochmal in die Range seines Festungspartners zu kommen, aber bestenfalls seid ihr da gar nicht in der Lage oder seid ihr da in der Notwendigkeit, das zu tun. Wenn ihr beide gleich auf seid, solltet ihr aber auch gleich Attacken starten tendenziell und versuchen einfach mehr Ehrenhalle-Punkte zu sammeln. Das Ganze kann im späteren Spielverlauf mal ganz interessant sein, werde ich gleich nochmal etwas dazu sagen. Ab dem Moment, wo ihr eure Festung relativ weit ausgebaut habt, eure Sammler auch auf dem Stand habt, wo ihr jetzt die Festungspartnerschaft loslegen wollt und euer Partner das auch gemacht hat, ab diesem Moment kann man sich suchen. Das kann man jetzt auch schon machen, wenn der Vollschutz läuft. Sich suchen bedeutet, man geht in die Festung, ja, und angenommen Sören wäre mein Festungspartner, da hätte ich jetzt das Glück, dass ich ihn sogar schon hier einmal gefunden habe, dann könnte man jetzt einen Angriff machen und derjenige könnte seinen Angriff speichern. Gleichzeitig, wenn Sören mich angreifen würde, jetzt schon in der Festung, würde ich das hier sehen und könnte die Gegenangriffe speichern. Das ist jetzt hier natürlich nicht der Fall, weil er nicht mein Festungspartner ist. Dennoch ist es wichtig, dass beide ausreichend Gold haben, beide gleichzeitig versuchen, ihren Partner zu finden, denn es ist im Prinzip erstmal so, vor allen Dingen, wenn ihr nicht in der gleichen Gilde spielt, dann aber alles auf einem Niveau macht, bleibt ihr immer in einer gewissen Range und dann könnt ihr auch euch an verschiedenen Zeitpunkten immer mal wieder zufällig finden. Das aktive Finden bedarf viel Gold, man kann natürlich kostenfrei immer einen Spieler angreifen, um dann einen nächsten zu bekommen. Zum Beispiel greife ich den jetzt wieder an, weil ich hoffe, vielleicht finde ich Sören ja danach. Nein, finde ich leider nicht. Dann kann man hier noch Change Opponent machen. Das Ganze kann man alle 5 Minuten kostenfrei erledigen. Das ist jetzt im Bailey 871, den ich hier gefunden habe. Ja, jetzt muss man schon überlegen in der Theorie, na, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt in eine Random Attack und hoffe, Sören danach nochmal zu finden? Habe ich jetzt Pech? Nein, muss ich eben Gold investieren, aber das ist relativ teuer. Deshalb habe ich auf jeden Fall gesagt, macht es zu einem Zeitpunkt, wo ihr viel Gold zur Hinterhand habt, was ihr jetzt nicht woanders benötigt. Also zum Beispiel, ihr habt die Gildenausbauten für den Tag schon erledigt, ihr habt im Prinzip das an Dungeons gemacht, was ihr machen wollt, haltet euch ein paar Alu oder so vor und oder Stadtwachengold oder wie auch immer und nutzt dieses Gold dann,
um euren Kollegen zu finden. Das Ganze hat natürlich vor allen Dingen Relevanz, wenn ihr in der gleichen Gilde spielt. Wenn ihr in der gleichen Gilde spielt, könnt ihr denjenigen, selbst wenn er unter euch ist in der Festungsehrenhalle jetzt, ne, Dome GG, könnte ich jetzt gar nicht finden, weil wir in einer gleichen Gilde unterwegs sind. Was können wir machen, um dieses zu entgehen? Ja, ihr könnt es euch vorstellen, ihr sprecht euch mit eurem Festungspartner genauso ab, als wenn er gar nicht in eurer Gilde wäre. Und dann muss einer von beiden die Gilde verlassen. Ja. Man geht raus aus der Gilde und macht dann das Gleiche, was man machen würde mit einem Festungspartner, der nicht in der eigenen Gilde spielt. Und man sucht sich untereinander. Und da ist es natürlich noch wichtiger, dass man eben das Timing gut plant, denn ihr müsst ja das Gold zur richtigen Stelle zur Hand haben und auch euer Festungspartner sollte zu diesem Zeitpunkt genügend Gold haben, um dass man wenigstens hier 100 bis 150 Mal sich finden kann. Dass man hier ohne Probleme 100, 150 Mal drücken kann, um seinen Kollegen zu finden. Zum Beispiel King Noodles habe ich jetzt schon zweimal gefunden. Wenn das mein Festungspartner gewesen wäre, ist er ja nicht. Es ist ja eigentlich Sören. Wronghold jetzt auch schon wieder dabei. Ja, Sören, ja, King Noodles sogar dreimal. Und Sören habe ich zum Beispiel gar nicht gefunden. Es ist natürlich sehr, sehr random und sehr, sehr glückabhängig. Und deshalb muss euer Festungspartner das auch in der Lage sein zu schaffen. Auf EU5 habe ich das mit Count Tommy gemacht, er war in der eigenen Gilde. Wir haben uns da super gut abgesprochen, über WhatsApp sogar. Und hatten das Glück, dass wir uns beim ersten Mal finden. Also ich glaube, ich habe ihn 7 oder 8 Mal gefunden und er hat mich 6 Mal gefunden. Also wir hatten gefühlt schon 15 Gegenangriffe, die man dann hin und her traden konnte. Das war natürlich super, super geil. Da hatten wir etwas mehr Glück als manche andere Paare, die es gab. Also einige haben sich nur 2 oder 3 Mal gefunden bei gleicher Anzahl an Versuchen. Das ist, wie gesagt, sehr zufallsabhängig und ihr müsst deshalb genügend Gold da haben, damit ihr einfach auch sagen könnt, wir haben die Chance, es wenigstens hin und wieder zu schaffen. Ja, und habt ihr euren Festungspartner in der eigenen Gilde und habt euch aber jetzt gefunden und die Gegenangriffe gespeichert, ne? Dann sollte einer dann die restlichen Angriffe rüberschicken und einer sollte dann alle speichern und danach sollte man sich ganz normal absprechen, wann man die nächsten Attacken tradet. Und dann kann man natürlich auch wieder in der Gilde beitreten, dann findet man sich nicht mehr random. Sollten aus irgendwelchen Gründen Angriffe verloren gehen, muss man gegebenenfalls diesen Vorgang wiederholen, wenn man in der gleichen Gilde ist. Wenn man natürlich nicht in der gleichen Gilde ist, hat man wie gesagt den Vorteil, wenn beide relativ gleich ausbauen, relativ gleich viel angreifen und sich immer wieder gut absprechen, dass sie in einem Ehrenhallenberang bleiben, wo man sich auch hin und wieder mal finden kann. Ja, also wenn ich jetzt hier einen Gegenangriff machen würde in der Festung, den nächsten Angriff hier starte, ja, angenommen, das war jetzt ein Gegenangriff, gucke ich trotzdem, welchen Spieler habe ich hier? Ist es mein Festungspartner, kann ich den gleich nochmal random einmal mehr angreifen und ist es halt nicht, gehe ich wieder in den nächsten Gegenattack und gehe rein. Auf EU5 ist aber Count Tommy mittlerweile nicht mehr mein Festungspartner, weil er eben ab Rathaus 12, Hall of Night 12 gesagt hat, sorry, ich kann keine Pilze mehr zum Skippen investieren und ich selber hatte aber dann doch den Wunsch, ein bisschen weiter zu gehen und dann hatte ich 2 Vorteile. Ich war in der Festungsehrenhalle auch relativ weit oben. Ich war sogar bis Rang 60 teilweise und konnte dann hin und wieder die Leute finden, die wirklich sehr, sehr viele Ressourcen hatten. Ich habe also einfach random Angriffe gemacht. Gut, viele Spieler zum Beispiel also Rafus oder auch viele andere hatten leider gar keine Ressourcen mehr für mich, weil sie nicht so weit ihre Festung ausgebaut haben. Ne? Das sieht dann im Prinzip so aus, dass hier 0 und 0 stehen würde. Das kann ich jetzt nicht eingehen, aber das ist nicht schlimm. Andere haben mir eben bis zu 100.000 Holz und Steine gegeben. Ich hatte also eigentlich immer genügend Ressourcen. Und dann bin ich auf Black Lotus gestoßen. Ja, Black Lotus ist, glaube ich, von der Gilde Tavernenflotte. Und er hatte eigentlich seine Festung nicht so weit ausgebaut wie ich. Ich habe ihn aber manchmal angegriffen. Er hat mich zurück angegriffen, hin und wieder. Und dann irgendwann habe ich gesehen, sogar in einem Livestream gesehen, dass er plötzlich 70.000 Holz und fast 20, also über 20.000 Steine gegeben hat. Und da dachte ich, hey, was ist denn hier passiert? Hat er ausgebaut?
Und dann hatte Grollo noch einen Kontakt hergestellt und mittlerweile bin ich mit Black Lotus in einer Festungspartnerschaft. Das heißt, wir sind also mitten im Spiel, haben wir uns gefunden, haben Kontakt ausgetauscht und schicken jetzt eben auch Angriffe hin und her. Er hat jetzt hier mir wieder Angriffe geschickt, die ich jetzt also counterattacken kann. Ja, wir haben mittlerweile schon wieder ein bisschen mehr Rathaus ausgebaut und der ist dergleichen und so bleibt das auf einem Niveau ungefähr. Die Sammler haben wir uns jetzt besprochen, muss er jetzt nicht mehr ausbauen und ich werde aber meinen Sammler jetzt morgen noch skippen, dann bin ich auch auf 14, da kriegt er auch noch mehr Ressourcen von mir. Und ja, Ziel ist es halt natürlich, die Festung als solches auf 20 auszubauen, die Hall of Night auszubauen. Und ja, jetzt sieht man natürlich, random könnte ich jetzt Momentaufnahme angreifen, das mache ich jetzt aber nicht, weil ich erstmal die Angriffe traden will. Und hier gibt es auch noch eben ein paar Dinge zu beachten. Shakes and Fidget selbst am Rechner spielt hier ein bisschen ja, nicht so gut rein, denn wenn man relativ schnell viele Festungsangriffe macht, kann sich das Ganze hier ein bisschen leider verschieben und dann überspringt man vielleicht Angriffe. Und gerade wenn das Postfach sehr voll ist, sollte man aufpassen, dass man wirklich sich die Zeit nimmt und jeden Angriff einzeln abnimmt. Ihr habt als Hilfestellung hier dieses Schwert an der Festung, das bedeutet, hier gibt es noch einen Gegenangriff zu erledigen. Manchmal sind diese Informationen aber falsch, dann muss man mal so richtig hin und her scrollen, dann, also wir werden es beschnitten. Ihr seht, ich bin automatisch nach 1 nach oben gerutscht, obwohl ich eigentlich beim untersten war. Das obliegt an dem Backend, keine Ahnung, das ist am Handy noch schlimmer teilweise. Da solltet ihr wirklich drauf achten, jeden Angriff, und zwar den ältesten als erstes zu nehmen, weil irgendwann kann es passieren, dass durch die Angriffe, die ihr selber farmt, dass dann hier die unten verloren gehen. Und wenn dann ein Gegenangriff verloren gegangen ist, ist es halt schade. Ja, also nehmt euch da die Zeit und guckt trotzdem immer, ob ihr random denjenigen vielleicht finden könnt. Ihr seht jetzt zum Beispiel, ne, war ich wieder als 3. Position angezeigt. Jetzt zeigt er mir tatsächlich die 4. Position an und das ist auch richtig. Jetzt gehe ich hier wieder rein. Ja, den brauche ich nicht. Und jetzt stehe ich hier. Ich glaube, das sollte passen. Ja, das passt. Geht es also hier weiter im Text und wir holen uns schön die Ressourcen. Das klappt auch. Manchmal hat das Spiel vor allen Dingen Probleme, wenn ihr zwischen Gegenangriffen und normalen Angriffen hin und her wechselt. Ja, wie gesagt, nehmt euch die Zeit. Das dauert dann auch ein bisschen pro Angriffssession. Am Handy finde ich es, wie gesagt, noch schlimmer. Die Zeit muss man sich aber nehmen. Wenn man es nicht schafft, dann speichert euch die Angriffe, sagt eurem Festungspartner Bescheid und dann ja, holt man das dann halt im späteren Verlauf nach. Aber das sind natürlich richtig schön fette Ressourcen und ich habe sowieso jetzt schon dadurch, dass ich mit ihm die Festungspartnerschaft habe, so viele Ressourcen. Wenn ich das skippe, kann ich direkt meine Festung auf 18 dann starten und ja, das dauert ja dann wieder eine lange Zeit. In der Zeit werde ich höchstwahrscheinlich wieder ein paar Ressourcen farmen. Also ich mache im Moment so ein bisschen Teilskippen. Das heißt, ich gebe nicht gleich in den Skip. Ich warte ein paar Tage. Dann dadurch werden die Pilze weniger. Und ja, damit komme ich ganz gut klar. Aber wie gesagt, Festung 18 wird jetzt am Wochenende gestartet. Das ist auf EU5 auch wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Also deshalb ja, finde ich es nice, dass ich mit Black Lotus da auch einen Partner nochmal dann im späteren Verlauf gefunden habe. Count Tommy gebe ich trotzdem die Chance, mich anzugreifen hin und wieder, damit er auch von mir Ressourcen kriegt. Denn eins ist klar, habt ihr einen Festungspartner in eurer eigenen Gilde, profitieren ja beide Spieler aus der Gilde davon. Und das heißt, beide Spieler können schneller die Hall of Night hochpushen, schwarze Steine kriegen, bessere Steine bekommen bei Events und dergleichen und so fort. Ne? Also das ist natürlich eine Festungspartnerschaft innerhalb der Gilde, ist Gold wert, weil dann einfach auch eben die Gilde am besten allgemein davon profitieren kann. Einen anderen Tipp gebe ich euch noch, falls ihr eben auch einen Festungspartner habt, den ihr nicht so schnell wieder per Random-Angriff finden könnt. Gerade an den ersten Tagen des Serverstarts schaut, dass ihr euch droppen lasst in der Ehrenhalle relativ weit. Denn angenommen, euer Partner schickt euch die Angriffe und ihr guckt 5 Minuten lang nicht rein ins Game, kann es definitiv sein, dass euch Leute angreifen, einfach nur um hier euer Postfach voll zu spammen. Ne? Wenn mich jetzt hier 50 Leute angreifen würden in der Arena, würde ich ja diese Zeilen verlieren und könnte sie nicht mehr nutzen. Das Ganze ist mir auf EU1 passiert. Wenn ihr euch natürlich vorher, vor allen Dingen an den ersten Tagen, schön weit in der Ehrenhalle runterdroppen lasst und euch dann euer Gear wieder anzieht, dann kann euch keiner angreifen, um euer Postfach voll zu spammen. Ja, also das ist auch ein wichtiger Tipp an dieser Stelle.
Für EU6 mache ich das halt nicht, aber wie gesagt, der Start sollte ungefähr so aussehen. Ihr und euer Festungspartner Festung 7 und die Sammler auf 6 oder 7, Arbeiterquartier auf 7. So sollte es losgehen bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr dann auch Ressourcen farmen könnt. Ihr könnt jetzt Angriffe traden oder halt, wenn ihr am späteren Tag, spätestens vor Ablauf der Fold Protection, solltet ihr euch getradet haben. Ich denke, auf EU5 hatten wir das dann auch am Ende von Tag 3 gemacht. Da hatten wir auch genügend Gold. Wie gesagt, wir haben uns insgesamt fast 300 Mal gesucht und haben uns davon 15 Mal gefunden. Sehr, sehr geil gewesen. Und selbst wenn es weniger wird, gibt es immer noch die Chance, das später eben nochmal zu wiederholen. Und dann wird getradet. Dann wird nur getradet. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem Thema, auch nochmal für euch, warum das Ganze ganz geil ist, wenn man auch ein bisschen skippt. Weil wie bei mir auf EU5, ja, jetzt bin ich Rang 143. Wenn ich jetzt aktiv angreifen würde und noch ein bisschen weiter skippe, würde ich in der Ära auch nochmal ein bisschen höher kommen. Und dann hat man eben auch die Chance, random wieder Leute zu finden, die auch sehr weit ausgebaut sind. Das wird man dann nach Ablauf des Vollschutzes sehen, welche Spieler geben denn auch random viele Ressourcen. Und deshalb macht es Sinn, bei einer Partnerschaft zu skippen. Und es macht Sinn, bei einer Partnerschaft trotzdem immer wieder anzugreifen, also wenn es auch nicht immer die Angriffe zum Partner sind, aber so oft wie es geht, damit man eben selber im Rangbereich immer oben dran bleiben kann. Das ist wirklich nicht ganz unrelevant. Klar gibt es auch mal solche Spieler mit Verteidigung, die kann man ja dann auch so skippen. Und ja, also Festungspartnerschaft damit ist richtig geil. Und bringt euch, ja, selbst wenn es dann mal schief geht, immer noch die Chance auch trotzdem gute Ressourcen zu bekommen in der Festung. Man kann Festungspartnerschaften direkt von Anfang an innerhalb einer Gilde aufbauen. Man kann aber auch Festungspartnerschaften im Laufe des Spielverlaufs aufbauen. Das ist alles kein Thema. Die wichtigen Steps sind die gleich. Natürlich das Thema Gold hat man immer beim Suchen, ja, egal welches Level. Auch ich müsste jetzt ja im Prinzip, Moment, das ist ja auf EU6, auf EU5, ja, müsste ich, wenn ich jetzt Angriffe suche, ja, hier 176.000 Gold investieren. Natürlich, bei dem Level, wo ich bin, spielt das jetzt nicht mehr ganz so die Rolle. Aber klar, man sollte kein Gold verschwenden, aber man kann trotzdem mal 20, 30 Mal suchen. Zum Beispiel habe ich Black Lotus jetzt gefunden, mein Festungspartner. Nice. Ja, ja. Ich hoffe, ich konnte euch alles beibringen. Wenn ihr nochmal Fragen dazu habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mir macht es extrem viel Spaß. Ich werde sicherlich mal in Zukunft auf einem Server auch nochmal eine Festungspartnerschaft spielen. Auf EU6 mache ich es wie gesagt nicht, da ist es nicht notwendig. Da brauche ich nur so einfach ein paar gute Ressourcen und versuche in der Ehrenhalle relativ weit oben zu bleiben dadurch. Ja, bin ich auch 132 sogar, gar nicht mehr 143, ja, egal. Das war's dann von mir, haut rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.